Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es eine spoilerfreie Review vom Paris DLC, denn ich hatte dank der Metaskills schon die Möglichkeit, das Ganze vorab spielen zu können. Wir schauen uns die drei größten Neuerungen an, die größte Schwäche des Paris DLCs und auch die größte Stärke und eine Kleinigkeit, die mich sogar überrascht hat. Dementsprechend bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Endlich geht's wieder los mit neuem Content für Assassin's Creed Valhalla. Die Sommerpause ist vorbei und ich glaube sogar Season Pass Besitzer können heute um 14 Uhr das Ganze auch schon anspielen und der Rest dann morgen um 9 Uhr. Doch was erwartet euch in diesem DLC? Natürlich startet das DLC in eurer Siedlung, denn ein nordischer Clan hat sich dort niedergelassen im Gästehaus und bittet um eure Hilfe. Und dieser Bitte geht ihr natürlich nach und reist gemeinsam mit diesem Clan vom Gästehaus ins Frankenreich, ja. Und ihr werdet den guten Siegfried besuchen, das kann ich euch schon mal sagen. Die Siegfried ist eine wichtige Person für die Geschichte und den Clan unterstützen. Denn dieser Siegfried hatte einen Clan in Francia, doch dieser wurde gemeinsam mit ihm immer weiter weggedrängt, immer weiter rausgedrängt. Und dabei ist leider auch ein Familienmitglied von ihm gestorben. Und das ist im Grunde die Grundlage der Geschichte. Denn der dortige König des Frankenreiches, Charles der Fette, der unterdrückt die Leute, der möchte expandieren und alles, was nicht fränkisch ist, soll weggedrängt werden. Und Eivor hat auch die Befürchtung, dass er irgendwann nach Englerland kommen wird. Und das ist die Motivation, warum Eivor überhaupt mitkommt, warum Eivor überhaupt dem Clan hilft, eine kleine Rebellion aufzubauen. Denn das ist im Grunde eure Aufgabe. Ihr helft bei der Rebellion und ihr helft auch dabei, die Rachepläne von Siegfried an den König von Charles dem Fetten auszuführen und bereitet gemeinsam neben einer Rebellion auch natürlich die Belagerung von Paris vor. In der Geschichte werdet ihr aber beide Seiten sehen, was ich ganz cool finde. Ihr seht einmal die Seite des Belagerten und ihr seht einmal die Seite des Belagerers. Finde ich an sich eine coole Storyline. Von der Storyline war es das tatsächlich aber auch schon. Das Ganze soll ungefähr 10 Stunden gehen für die Main Quest und 5 Stunden für die Side Quest. Ich bin jetzt gerade bei 16 Stunden, habe alles aufgedeckt und alles eingesammelt an Collectibles und habe, ich sag mal, 2/3 der Story durchgespielt. Das heißt also, das Ganze dauert ungefähr 20 Stunden und mehr braucht ihr wahrscheinlich auch nicht, ähnlich wie beim Irland DLC. Doch schauen wir uns noch mal die drei großen Neuerungen an, die mit dem DLC dazugekommen sind. Zuallererst natürlich die Rebelleneinsätze, die, wie ich finde, sehr stark den königlichen Erlassen ähneln, definitiv. Und so ein bisschen, ja, Flexibilität reinbekommen, was zur Story beifügen. Das heißt also, es ist connected mit der Geschichte ein wenig, dass du die Rebelleneinsätze machen musst, um die Rebellion zu stärken, um Männer zu sammeln. Das finde ich ziemlich cool, wird aber, da bin ich ehrlich, nach einer Zeit ziemlich eintönig, denn es gibt auch einen Shop bei diesen Rebelleneinsätzen, wo du Produkte erlangen kannst, das heißt, wo du ein Gear-Set bekommen kannst und wo du Tattoos bekommen kannst und so weiter. Und wenn du alles aus dem Shop bekommst, möchtest, dann ist es am Ende schon ein ganz schönes Gegrinde und auch sehr wiederholbar. Das heißt, die Aufträge wiederholen sich am Ende relativ schnell. Finde ich ein bisschen schade, aber in der Geschichte dennoch gut implementiert und auch logisch. Die zweite große Neuerung sind tatsächlich die Ratten, um ehrlich zu sein, die hinzugefügt wurden. Eine kleine Mechanik, die mir sehr gefallen hat, die auch extrem gut passt zur Geschichte und die ganz neue Möglichkeiten für die Bekämpfung von Gegnern mit sich bringen. Ich finde generell, das DLC ist ein bisschen schwieriger, also die Gegner sind schwerer, finde ich, und finde tatsächlich, dass dann so eine Rattenplage bzw. die Arbeit mit den Ratten irgendwie das Ganze interessanter macht. Auch die Kloake von Paris, die wird oft besucht und dort werdet ihr viele Ratten haben und da braucht ihr auf jeden Fall die Ratte als Freund oder ihr müsst der Ratte entkommen. Dementsprechend finde ich das eine klasse Neuerung, bringt so ein bisschen Frische rein, so etwas Düsteres, so ein bisschen dieses Pest-Feeling, Mittelalter-Feeling. Das fand ich klasse gelöst und klasse gemacht. Und die größte Neuerung, mein persönlicher Favorite, sind die Blackbox-Missionen, also die Infiltrationsmission. Finde ich eine klasse Sache, denn du musst ein Ziel töten. Es gibt mehrere Wege, wie du da rankommen kannst. Du kannst es natürlich klassisch machen, aber du hast auch die Möglichkeit, sage ich mal, einen Epic Kill. Und um dann am Ende des Tages die Person, die du halt töten möchtest, in einer wunderschönen Weise zu töten, ohne dass sich Wachen entdecken oder ohne dass danach gekämpft werden muss. Hierbei ist das größte Potenzial von dieser Blackbox-Mission, dass es einfach zu leicht ist. Es ist machbar, es ist super leicht, wie auch das gesamte Spiel.
hätte ich mir ein bisschen mehr Schwierigkeit gewünscht, denn ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit Hitman. Ja, so eine Schwierigkeit zum Beispiel wäre klasse geworden, wo man wirklich lange überlegen muss, lange gucken muss, also dass man dieses Spiel so ein bisschen entschleunigt in diesen Blackbox-Missionen und dann, wenn diese Missionen vorbei sind, das Ganze wieder auf Action und so gehen kann. Das wäre meine Lösung bzw. mein Wunsch. Doch ich habe euch jetzt über die neuen Features aufgeklärt. Was ist denn eigentlich die größte Stärke von diesem DLC? Naja, nach 16 Stunden muss ich ehrlich sagen, finde ich es eine gute Sache, dass Paris als Thema gewählt wurde, denn dieses Düstere hat mir so ein bisschen gefehlt. Dieses Düstere aus den vorherigen Assassin-Teilen, auch gerade aus dem AC1 und AC2, das war alles sehr düster, geheimnisvoll. Das haben sie hier gut geschafft mit Paris, mit der Armensiedlung, mit den Ratten, mit dem Thema des Teufels, mit dem Thema der Religion. Ich fand das klasse gemacht. Also es ist wirklich teilweise eine düstere Atmosphäre, wo du einfach Spaß hast, dann in der Story zu sein oder einfach durch die Stadt zu laufen oder durch die Kloaken zu laufen und dann das Kommentar von Eivor zu hören, wie es stinkt und so weiter. Finde ich, das ist wirklich eine große Stärke von diesem DLC, dass du teilweise düstere Passagen hast. Die Neuerungen sind meiner Meinung nach auch eine sehr wichtige und also normal eine wichtige Stärke. Das ist eigentlich eine Voraussetzung für ein neues DLC, dass da irgendetwas Neues ist oder dass die Story natürlich packend ist. Das war sie nicht, aber dazu kommen wir später. Hierbei finde ich auch wieder klasse, dass diese neuen Features wirklich in die Story mit implementiert sind. Das heißt also, ihr macht das nicht irgendwie, weil ihr irgendwas einsammeln müsst, sondern weil diese Rebelleneinsätze zum Beispiel notwendig sind, um diese Rebellion größer zu machen, um dann die Stadt zu belagern und eventuell dann einzunehmen. Oder diese Rattenplage, die einfach nicht nur da ist, wenn man Tales of Plague nachmachen möchte, sondern weil halt in Paris zur damaligen Zeit einfach so viele Menschen gelebt haben und die Kloaken so überfüllt waren, dass da natürlich sehr viele Ratten unterwegs waren. Das ist ganz klar, dass die hygienischen Zustände nicht so schön waren. Und es passt halt auch einfach alles, finde ich. Und das waren die größten Stärken. Doch was sind denn die größten Schwächen? Naja, also ich sag's euch, wie es ist. Die Story ist jetzt nicht eine Story, die mich weggehauen hat. Das ist ein klassisches Racheprinzip. Du hast halt beide Seiten sichtbar, das finde ich ganz nett. Das macht das Ganze ein bisschen erfrischender als im Irland-DLC oder als in der Main-Story in Valhalla. Finde aber hier in der Story mal wieder, nicht so einen guten Spannungsbogen gehabt. Ich muss aber natürlich auch dazu sagen, ich habe erst 2/3 der Geschichte abgeschlossen. Ich bin jetzt vor der Belagerung von Paris und bin aber jetzt nicht so geflasht, was die Geschichte angeht. Die Charaktere sind toll, ja, wir haben Siegfried, der Anführer des Clans, der Rache möchte, wir haben Tokka, wir haben Charles und wir haben viele weitere Personen, die ihre eigenen Ziele haben, beziehungsweise ihre eigenen Charaktere. Charles, muss ich tatsächlich sagen, ist eigentlich sogar eine Überraschung für mich. Der Charakter ist sehr interessant, man lernt ihn dann im Spiel kennen und hat auf einmal ganz viele Seiten. Was natürlich auch klasse ist, es sind definitiv die Landschaften. Das wirklich wieder gut gelungen, von der Küste, dem Sumpfgebiet zum Kreidefelsen bis hin zu den belagerten Bereichen der Stadt Paris oder den Blumenfeldern. Klasse gemacht, also dahingegen wirklich schön. Aber das, muss ich sagen, kriegt Ubisoft ja sowieso hin. Die unzähligen Sonnenuntergänge, die ich dort gesehen habe, während ich das Ganze gespielt habe, fantastisch. Also da wirklich klasse Atmosphäre. Aber wie die Geschichte dann erzählt ist okay. Also es macht Spaß auf jeden Fall, die Story zu spielen, das ist gar keine Frage. Ist aber jetzt nicht so düster, wie zum Beispiel das Environment, die Umgebung von Paris ist. Paris ist ein gutes Stichwort, denn ich finde auch, Sie haben es klasse gemacht mit den Ratten, mit den Kloaken. Also die Kloaken, der Untergrund von Paris, ja, der ist perfekt, der ist echt gut gemacht. Das macht echt Spaß. Ja, auch dieses Armenviertel sehr gut designt. Auch die überschwemmten Viertel sehr gut designt. Was ich mir aber wünsche oder mir vorgestellt hätte, dass diese Stadt einfach eng ist, voll ist. Überall sieht man irgendwie auf gut Deutsch die Kacke am Dampfen, ja. Dass einfach mehr Leben ist. Also es gibt zwar Teile, da ist Leben, aber die Stadt ist voller Ratten. Da ist sehr viel Müll, da ist sehr viel hygienischer, schlechter Zustand. Das sieht man auch teilweise in einigen Situationen, aber sonst wirkt die Stadt für mich so ein bisschen tot. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich noch nicht so krass in der Stadt unterwegs war. Aber könnt ihr mir dann mal gerne heute eure Meinung nennen, wenn ihr in Paris gewesen seid.
Ja Leute, und jetzt kommen wir zur großen Überraschung, die ich erlebt habe. Denn ich kann es euch vorwegnehmen, wenn ihr, sage ich mal, das nicht möchtet als Information, dann könnt ihr jetzt gerne bis zum Fazit rüberspringen. Aber jetzt kommt eine große Überraschung. Und zwar, nach 16 Stunden habe ich keine Gegenwartsgeschichte gesehen. Ich hatte echt vermutet und auch gehofft, weil so viel um Basim und so weiter geredet wurde und jetzt auch ein Outfit für ihn rausgekommen ist, dass wir in der Gegenwart sein werden. Für die Leute, die es durchgespielt haben, korrigiert mich gerne, ja, wenn ihr am Ende was gesehen habt. Aber nach 16 Stunden habe ich keine Gegenwartsgeschichte gesehen. Weder irgendein Connect zur Gegenwartsgeschichte. Das hat mich so ein bisschen überrascht und auch teilweise enttäuscht. Weil ich hatte echt vermutet, hey, mit dem zweiten DLC wird es nicht so separat wie im Irland-DLC, sondern es wird ein größerer Connect sein zum Hauptgame. Den sehe ich nach 16 Stunden bisher noch gar nicht. So. Und was würde ich dem Ganzen für eine Note geben? Naja, also bisher muss ich sagen, eine 7,5 bis 8. Ja, ich sag mal eher 7,5. Das wäre so meine Note von 10. Und 10 ist das Beste. Finde ich okay. Wir haben eine stabile Story. Es ist solide. Ja, bis auf einen einzelnen Bug. Wo ich über Paris geflogen bin, ist mir da eigentlich gar nichts passiert tatsächlich. Aber crazy, Paris auch mal von oben zu sehen, sieht wunderschön aus. Und das ist meiner Meinung nach so eine solide Geschichte. Wir haben teilweise interessante Charaktere. Wir haben neue Features, die sehr angenehm sind, die sehr viel Frische reinbringen ins Spiel. Das wirklich bitter nötig war. Die Atmosphäre wurde in einigen Bereichen sehr, sehr gut angezeigt, also sehr gut aufgezeigt, einfach dieses düstere, dieses Mittelalter-Feeling. Es war nicht das tiefste Mittelalter aus dem 11. oder 12. Jahrhundert, aber so den Beginn des Mittelalters und die Idee, was kommen kann und kommen wird, das wird hier gut aufgezeigt. Die Landschaften, klasse, wirklich wunderschön. Das hat wirklich Spaß gemacht, da die 16 Stunden reinzudaddeln. Aber natürlich merkt man, die Engine ist nicht dafür gemacht, dass man großartige Gameplay-Änderungen durchführen kann oder großartig auf Schleich-Gameplay setzen kann. Dafür wurde die Engine, glaube ich, und das gesamte Gameplay, glaube ich, nicht gemacht. Was halt sehr schade ist, weil bei den Blackbox-Missionen hätte ich mir das wirklich besser gewünscht. Was cool sind, ja, sind so kleine Nettigkeiten, wie zum Beispiel, dass man mit der Bellatorenrobe, die man findet, dass man dort besser unterwegs sein kann, dass man in den Städten schlechter erkannt wird als mit einer normalen Robe oder dass die, ich sag jetzt mal, Verborgenen teilweise wiedererkennbar sind und wiederfindbar sind in Frankreich, in Paris. Das sind so kleine Nettigkeiten, die ganz cool sind. Aber wie gesagt, ich würde eher sagen eine 7,5 bis 10. Es hat Spaß gemacht, die Story war okay. Die Features sind nice, macht auf jeden Fall Spaß, düstere Atmosphäre teilweise und jetzt bin ich gespannt, wie das Finale des Games wird. Ja, wenn ihr das vor mir durchgespielt habt, dann sagt mir auf jeden Fall gerne Bescheid. Wir sehen uns auf jeden Fall heute Abend um 19:30 Uhr, um das Ganze selber nochmal zu zocken. Kommt also gerne rein. Ich freue mich auf euch. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Lasst mir gerne mal einen Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Der Daumen nach oben ist wichtig, dann wird man euch loben und ich glaube, Eivor, die haben, glaube ich, auch die Glocke aktiviert, oder? Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.